Was mein Auto auszeichnet, ist das Gesamtpaket, weil im Prinzip überall irgendwo Veränderungen. Selbst am Unterboden, der ist ja lackiert, die Radhäuser, es ist motormäßig optisch viel gemacht worden, der Innenraum, also es ist im Prinzip, das Auto ist komplett neu gebaut. Ja, und denke ich mal auch die ganze Elektronik, die drin steckt, seit elektrisch öffnende Heckklappe, Zentralverriegelung, Fensterheber. Ich denke mal, das ist, was nicht jeder einbauen würde, oder die Audi-Türgriffe. Das ist, denke ich mal, was mich von der Masse so ein bisschen abhebt und das Auto auch besonders macht. Tuning ist für mich irgendwie Leidenschaft pur. Und das ist, wie gesagt, deswegen habe ich ja auch einen Aufkleber an der Frontscheibe, Herzblutdesign, weil für mich das einfach eine Erfüllung ist, eine Lebenseinstellung. Und egal wie krank ich bin, ich gehe in die Garage und fühle mich wie, als wäre mir schwer, sag ich mal. Also als wäre man wie neu geboren. Ja, und das ist für mich einfach irgendwo eine Lebenseinstellung und ja, das begleitet mich halt. Sauerkrauts, made for petrolheads. Trabi ist es aus dem Grunde geworden, weil ich als kleines Kind schon im Prinzip damit groß geworden bin. Selber schon mal auf Papas Schoß hinterm Lenkrad sitzen konnte. Und das ist, wie gesagt, das erste Auto beim Führerschein gleich gewesen und irgendwie war das für mich immer was Besonderes, sag mal. Auch im Prinzip aus dem Auto was zu machen, was kein anderer hat, weil ich sag mal, ein Golf ist immer schwer, sag mal, sich da von der Masse abzuheben. Und beim Trabi ist das einfach was Spezielles, sag mal. Das war wirklich Step by Step, ich sag mal, zu Anfang, wo wir 2000 rum im Prinzip den Umbau begonnen haben. Sollte im Prinzip nur tiefer, blau lackiert werden. Und das hat sich über die Jahre, wo er dann fertig war, die erste Umbaustufe, immer weiter entwickelt. Sag mal, man hat dann wieder neue Sachen irgendwo im Internet gesehen, auf Treffen. Und man wollte sich immer mehr steigern. Und ich sag mal, bei dem Ausbau jetzt habe ich die Messlatte sehr hochgelegt und habe gesagt, jetzt mache ich alles. Bin ich durch dummen Zufall zugestoßen, durch ein Autohaus. Die hatten auf dem Hinterhof, also am Carport, 2 Trabis zu stehen. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, Mensch, stehen die zum Verkauf? Und dann haben sie gesagt, ja, der steht zum Verkauf. Und dann habe ich die wirklich als Ersatztestspender ursprünglich für 50 Mark gekauft. Das kannst du heute gar nicht mehr realisieren. Und da habe ich natürlich, wie gesagt, bin ein halbes Jahr, glaube ich, mit dem noch auf Achse gefahren und alles als Alltagsauto. Und dann sollte er eigentlich als Teilespender herhalten. Und dann wurde ein neues Projekt draus. In der ersten Ausbaustufe war lackmäßig gemacht. Das war von Standard so ein Sonderfarbton. Der Innenausbau war so klassisch GFK-Ausbau und alles gewesen. Ja, und so hat man sich dann nach und nach rangetastet. Das war alles für uns Neuland damals. Ich habe damals noch mit meinem Bruder zusammengeschraubt. Und das war, wie gesagt, wir haben uns rangetestet, ob das mit GFK war, ob das mit Spachtelarbeiten waren. Und wie gesagt, das war dann bis 2009, 2010 so die erste Ausbaustufe. Das innere Blumenpflücken 2024 wird der Automotiv-Tanztee des Jahres. Seid gespannt auf geile Autos und Bikes. Unsere Schallplattenunterhalter werden euch auf 3 Floors kräftig einheizen. Also merkt euch den 15.06.2024 und bucht euch eure Tickets unter www.ib2024.de oder ihr scannt den QR-Code.
PS, auch Mike wird mit seinem Trabant vor Ort sein. Naja, ich bin mit einem damaligen Kumpel vom Event gekommen in der Nacht und konnten beide halt auch nicht mehr wirklich Auto fahren. Als Trailerfahrzeug passt ja natürlich noch mehr auf. Sind auf dem Rastplatz gefahren, haben uns 2 Stunden, glaube ich, hingelegt zum Schlafen. Sind dann noch weitergefahren, sind zwischendurch mal wach geworden, weil jeder mit lautem Auspuff losgefahren ist. Ja, und dann haben wir das Auto in der Halle bei mir auf Arbeit reingestellt und mittags wollte ich das Auto abladen und habe dann gesehen, dass das Auto rundherum zerkratzt wurde. 4.500 € Schaden, und das war für mich dann irgendwo zu sagen, okay, wird ein Cut gemacht und ein kompletter Neuanfang. Ja, das ist halt immer nicht nachzuvollziehen. Und ich sag mal, bei der Lackierung, wo das zerkratzt wurde, war auch ein Airbrush damals drin, als Andenken an meinen verstorbenen Vater. Und das hat mir in der Seele wehgetan. Ja. Und das wissen die Leute halt immer nicht. Die denken, sie sind nicht bei dir und schießen einfach über das Ziel. Ich habe mir im Prinzip nochmal komplett nackig gemacht, auf Deutsch gesagt, und habe, wie gesagt, an der Karosserie nochmal Veränderungen vorgenommen, die Schwelle unten nochmal gekürzt, die Spiegel abgeändert. Ja, dann hat er, wie gesagt, außenrum eine komplett neue Farbe halt gekriegt. Bin komplett von dem GFK weggegangen, weil das war halt nicht mehr die Zeit, und habe wirklich versucht, beim Innenraum viel Zeit zu investieren, was Elegantes, Zeitloses zu bauen. Ja, mit den Carbon und ja, habe mir halt viel Mühe dafür gegeben. Die ganzen Innenraumteile, seit oben in der Mutterplane, das ist wirklich aus eigener Feder im Kopf entstanden. Wie gesagt, viel probiert mit MDF-Holz und alles. Hab mir dann mit der Oberfräse, sag ich mal, Sachen zusammengebaut und gefräst. Ja, und so ist dann, wie gesagt, aus einer Idee im Kopf dann halt immer mehr drauf geworden. Aus dem Golf 3 GTI, die Recaro-Sitze, die Edition. Türgriffe von innen vom VW Golf 4, Lichtschalter vom Passat, das Cockpit ist vom Golf 1 angepasst. Tacho ist Motorrad-Tacho, ein digitales. Ja, und ansonsten, sag mal, Überrollbügel wurde dann reingebaut, weil das für mich immer ein Wunsch war, irgendwie dieses Sportliche auch irgendwo mit reinzubringen. Ja. Motor ist noch ein Original Zweitakt mit 26 PS, wird aber im nächsten Jahr vielleicht mal ein bisschen modifiziert, dass er vielleicht 10 PS, 15 PS mehr hat. Nee, Verband würde ich jetzt nicht umbauen, weil es auch immer schwieriger wird, sag ich mal, die Sachen einzutragen, und daher steht es für mich nicht im Raum. Fahrwerkstechnisch habe ich vorne eine ungeschmiedete Blattfeder drin mit 100 mm Tieferlegung. Hinten ist ein Gewindefahrwerk drin von der Firma Kupke Tuning mit Gasdruckdämpfer. Macht sehr gute Dienste, ist ein sehr gutes Fahrverhalten auf der Hinterachse, und vorne sind Querlenker mit VW-Traggelenken drin. Kann ich auch nur jedem empfehlen, sag mal, der ein leichtes Fahren haben will und Stabilität. Felgen sind Schmidt TH-Line Felgen drauf, in einer 8x14, 9x14, hochglanzverdichtet und Innenbetten komplett lackiert.
in Eigenregie. Ja, der Kofferraumausbau ist so eine Mischung zwischen Rückwand für die Endstufe als Halter und gleichzeitig auch Resonanzkörper für die Subwoofer im Vorderraum. Ja, viel passt nicht mehr rein, sag ich mal, aber das Nötigste, was man braucht, Verbandskasten, Warndreieck findet seinen Platz in den Seitenteilen. Ja, hat, wie gesagt, mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit diesen ganzen GFK-Sachen nochmal dezenten, die GFK-Sachen und den Carbon, also wie gesagt, hebt sich eigentlich ganz gut ab, muss ich sagen. Ja, der Klang vom Auspuff oder generell von dem Auto, das sind wie Glücksgefühle, sag ich mal, weil in den modernen Autos hörst du meistens nichts. Sei das Elektro oder ein Benziner, wenn du nicht gerade einen Sportauspuff unter hast. Aber das ist ein normales Fahren. Und hier merkst du diese Technik, wie sie arbeitet, wie sie ackert. Und wie gesagt, dieser Klang ist einfach so ein Glücksgefühl. Also Kompromisse gab es bei dem Umbau eigentlich bei mir nicht. Also ich habe wirklich bei allen Sachen, ob es Carbon ist, ob es die Lederarbeiten sind, versucht wirklich 110% immer zu geben. Und gerade bei den Lederarbeiten habe ich auch so eine oder andere Rückschläge gehabt, weil der Kleber nicht so bei Kälte wollte, wie ich wollte. Habe mich dann auch viel mit den Herstellern auseinandergesetzt, habe auch viel positive sag mal, Feedback gekriegt und Hilfe auch von den Herstellern. Aber wie gesagt, ich habe immer irgendwo die Messlatte versucht sehr hoch zu halten und ich denke mal, es ist eigentlich auch gut rübergekommen. Dieses Feeling, was man dabei hat, irgendwo durch die Straße zu fahren, die Leute drehen sich danach um, ob jung, ob alt, das ist so eine Genugtuung, sag mal, und so eine Dankbarkeit auch von den Leuten, weil es ist eine anstrengende Zeit generell unter den Menschen geworden. Und wenn man so ein Feedback kriegt, sag mal, man steht unter einer Kreuzung, an der Tankstelle, kommt mit Jung und Alt ins Gespräch, kann ich, wie gesagt, nur jedem empfehlen. Ja, zwar nicht in dem Ausmaß, aber vielleicht auch in kleinen, mit kleinen Mitteln. Also das Auto würde ich jetzt in der Form so lassen. Kleine Veränderungen stehen nochmal im Raum mit Carbon. Sachen, die ich halt jetzt über die Zeit nicht mehr geschafft habe. Aber so wie das Auto dasteht, vom Konzept her, finde ich in meinen Augen ist es perfekt. Für mich perfekt. Und ich glaube, alles, was drüber hinweg verändert werden würde, würde das Auto verschändeln. Bedanken möchte ich mich erstmal bei meinen Eltern, die mir immer die Möglichkeit gegeben haben, sag mal, früher noch, wo wir angefangen haben mit Bauen, sag mal, da zu bauen. Bei meinem Bruder möchte ich mich bedanken, der mir bei der Elektronik immer sehr mit Rat und Tat zur Seite stand. Bei meiner Frau natürlich, die mich die letzten Monate sehr stark unterstützt haben, auch wenn die Nerven sehr oft blank gelegen haben. Ja, und kleine Helferchen, sag mal, wie Schweißer, sag mal, weil man das halt nicht alleine machen kann. Und dann möchte ich noch allen Leuten danken, die ich jetzt in der Eile vergessen habe, weil, wie gesagt, man kann sich jetzt nicht an alle mehr dran erinnern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Schreibt gerne in den Kommentaren mal rein, wo ihr das Auto vielleicht mal gesehen habt. Und wir sehen uns auf alle Fälle beim inneren Blumenpflücken.